Herzlich willkommen zurück bei den Knauf-Werktagen 2023 zum Start unseres digitalen Messerundgangs hier. Ich habe Sie ja vorhin gefragt, von wo schauen Sie uns überhaupt zu? Wo sind Sie gerade? Und viele von Ihnen haben uns auch schon geschrieben bei uns im Chat, im Messeportal. Ich lese das hier gerade mal vor. Zum Beispiel, es kommen Leute aus München, aus Berlin, aus Würzburg, aus Herford, aus Iphofen, aus Wien, aus Bayreuth, aus Haar, aus Köln, aus dem Homeoffice jeweils in Ettlingen oder aus dem Homeoffice in Kitzingen steht extra dabei oder auch aus Bülstringen bei Magdeburg. Also wir merken schon, aus ganz Deutschland und auch aus Österreich schauen uns Leute gerade zu und das freut uns natürlich sehr. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Jetzt reiche ich das iPad gerade mal wieder raus. Und ich freue mich sehr, dass wir Ihnen jetzt hier das erste Produkt für heute, den ersten Stand vorstellen können. Hier geht es jetzt um einen besonderen Gipsputz, um einen Spezialputz, der auch eine besondere Funktion für Gebäude hat. Der ist nämlich besonders gut im Brandschutz. Er schützt Gebäude vor Feuer. Und Jens Gerlitz ist bei mir, der ist der Fachmann bei Knauf für dieses Produkt. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, schönen guten Tag, grüße dich. Stimmt, wir waren schon beim Du. Dann bleiben wir da einfach. Wir waren schon beim Du. Genau. Ein Hinweis noch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Falls Sie jetzt gleich Fragen haben zu diesem Produkt, können Sie die natürlich auch jederzeit stellen bei uns in den Chat im Webportal. Also da einfach die Fragen stellen und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die reichen die Fragen dann einfach hier rein und dann versuchen wir die auch noch bei diesem Stand direkt für Sie zu beantworten. Das Produkt, das wir jetzt vorstellen, dieser Putz, der heißt MP75L Fire. Was ist denn so das Besondere daran? Ja, wir haben ja einen Putz entwickelt, der also tatsächlich Brandschutzputz ist, ein technischer Putz, ein Spezialputz, wo wir einfach verschiedene Bauteile dementsprechend schützen können. Das heißt Betonflächen, Betonwände, Mauerwerk, wie auch Stahlstützen oder auch Betonstützen und Träger. Und mit einer gewissen Schichtdicke können wir dann hier den Schutz bringen von 90 Minuten beziehungsweise bei Stahlstützen bis 180 Minuten und bei Betondenken zum Beispiel bis 240 Minuten vor Brand schützen, sodass das Bauteil tatsächlich stabil bleibt. Und ich glaube, das Besondere ist, das gucken wir uns jetzt gleich auch an, dass es selbst auf sehr glatten Oberflächen ziemlich gut hält, dieser Putz, ne? Ganz genau. Eine Besonderheit ist, dass wir keine Untergrundvorbehandlung benötigen in Form von einer Grundierung oder auch von einem Putzträger. Wir können also tatsächlich die zu schützenden Baustoffe dementsprechend sofort beschichten. Und das wollen wir Ihnen hier auch zeigen oder euch zeigen, dass wir einmal eine Motorhaube nehmen, die ist glatt lackiert. Das heißt, wir haben hier eine super, super glatte Oberfläche und mit Auftragstärken von 6 bis 27 Millimeter wird das Material aufgetragen und es rutscht nicht ab. Und das ist eine Besonderheit. Ja, das gucken wir uns doch vielleicht mal direkt jetzt in der Praxis an. Hallo Jürgen, guten Morgen. Morgen. So, du zeigst uns jetzt, wie das Ganze hier funktioniert. Schutzbrille schon dabei, ganz wichtig. Dann zeig doch mal, wie der Gipsputz hier MP75L Fire auf diese ja, wirklich sehr, sehr glatte Metalloberfläche aufgetragen wird. Okay, ich sehe schon, da ist auf jeden Fall eine besondere Maschine für notwendig, ne? Nein, es sind keine besonderen Maschinen notwendig. Wir können das also mit einer handelsüblichen Putzmaschine machen. Natürlich mit unserer Firma PFT, wo wir natürlich eine G4 haben. Das ist eigentlich die meistverkaufte Putzmaschine. Aber es geht auch mit anderen Putzmaschinen. Die Ausrüstung ist klar. Wir brauchen einen speziellen Schneckenmantel, einen 3-5, D3-5 und haben dann die Möglichkeit, das Material auch in einer Geschwindigkeit aufzubringen, dass ich da noch mit handeln kann. Wir haben jetzt eine Schnecke drauf, die 6 Liter pro Minute produziert. Und dadurch ist es möglich, auch feine, filigrane Bauteile wie so ein Stahlträger dementsprechend dann auch zu schützen. Und wir sehen schon, Jürgen hat ja jetzt schon eine ganze Weile hier was aufgetragen. Wenn das jetzt ein normaler Putz wäre, älteres, handelsübliches Produkt, der würde jetzt direkt wieder ablaufen und gar nicht darauf halten, oder wie kann ich mir das vorstellen? Im Prinzip ist das so. Wir haben also bestimmte Zuschläge dabei, dass das Material tatsächlich auf solchen glatten Oberflächen hält. Wenn man das jetzt mit einem normalen MP75L machen würde, also mit einem MP Leicht, dann wäre irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo das Material anfängt zu laufen, weil es sich nicht verkrallen kann. Wie schwer ist das Ganze aufzutragen? Also brauche ich da jetzt wie Jürgen wahrscheinlich eine jahrelange Fachausbildung für oder kriegt man das auch so hin? Das Material lässt sich relativ einfach auftragen. Und ich glaube, dass du es sogar auch schaffen kannst. Also ich würde dir gleich einfach mal die Spritze in die Hand geben wollen. Das ist das zweite Teil, was wir hier dargestellt haben. Das ist eine Tür aus einem Auto heraus. Aber das ist gewagt, ne? Das wäre mein erstes Mal Putz auftragen. Ich gehe davon aus, dass du das kannst. Wir sehen gerade den Jürgen nochmal mit dem
mit der Schieblehre, Okay. um festzustellen, wie dick wir jetzt aufgetragen haben. Und da kann man auch die Materialstärke, die gefordert ist, auch immer wieder zwischendurch überprüfen. Das heißt, das Ding stecke ich einfach rein und dann sehe ich, wie tief es ist. Ja? Ganz genau. Ja, so ist das ja. Alles klar, super. Ja, und jetzt soll ich das wirklich mal selber ausprobieren, meinst Du du? machst das, ich nehme das Mikro dir ab. Achso, ja, oder halt mal die Karten fürs Erste. Pass auf, Mikro gebe ich dir gleich. Vielleicht muss ich das ja noch kommentieren, was ich tue. Oder du kommentierst das, wie gut oder schlecht ich das mache. Alles klar. Okay, was muss ich tun, Jürgen? Du musst hier den Hebel nach vorne tun, dann geht's an. Ja. Und dann einfach im Abstand von ungefähr 20, 30 Zentimetern, dann fährst du immer schön die Bahn von links nach rechts. Okay. Und dann fängst du wieder oben an, die nächste Schicht auftragen, bis wir eben die erforderliche Stärke erreicht haben. Ja, was ist mit meiner Kleidung? Ist die jetzt sehr gefährdet gerade oder geht das? Ich denke, das geht. Vielleicht bekommst du mal einen Spritzer ab, aber den kannst du nachher wieder abwürsten, da ist kein Problem. Alles klar. Dann gebe ich dir tatsächlich vielleicht mal kurz das Mikro, dass du es halten kannst. Ja. Und du darfst gerne kommentieren, ob ich das gut oder schlecht mache, ja? Hilf dir mal kurz dabei, wir machen mal zusammen an. Ja. Okay. So? Ja, jetzt kann man sehen, wie der Johannes das hier alles macht. Und das ist wirklich ein gleichmäßiges Auftragen. Eigentlich kann das jeder machen, es ist überhaupt gar kein Problem. Und man sieht einfach, wie einfach das Material aufzutragen ist und tatsächlich auch auf der Fläche stehen bleibt und nicht abrutscht. Ich mach mal wieder aus, ja? So? Okay. So, ich finde, hervorragend gemacht. Da gibt es nichts zu sagen. Und ich glaube, du selber kannst es jetzt kommentieren, ob es für dich schwierig war oder ob es tatsächlich, wenn man mal die Oberfläche sieht, wie gleichmäßig du das hingekriegt hast. Super. Ja, also ich habe es natürlich wirklich zum ersten Mal gemacht und das war jetzt nicht besonders schwer. Gut, ich habe ein bisschen rechts und links, ein bisschen jetzt nicht ganz so sauber gearbeitet, aber das ist wahrscheinlich okay. Genauso. Okay, alles klar. Ja, Wahnsinn. Also hört sich wirklich total gut an. Wie viel muss ich eigentlich davon auftragen? Also woher weiß ich, wie dick oder wie dünn ich es machen soll? In der Regel ist es so, dass über den Planer oder den Fachplaner, dem Brandschützer, also geklärt wird, wie dick der Brandschutzputz aufgetragen werden muss, der MP75L Fire. Das ist je nach Bauteil und welche Feuerwiderstandskraft ich tatsächlich erhalten muss. Und das geht von 6 mm bis 27 mm, je nach Bauteil und je nach ob es Beton ist, Betonflächen sind oder auch Stahlstützen sind. Wenn ich einen saugenden Untergrund habe, wie Beton zum Beispiel, kann ich die Flächen sogar nachher auch noch zuziehen, einigermaßen abglätten. Man kann sie nicht filzen und glätten, was der Stuckateur weiß, was das heißt. Also wirklich fertigstellen, aber man kann die Flächen so weit vorbereiten, abziehen, sodass sie nach dem Durchtrocknen dann auch gespachtelt werden können, sodass ich dann auch fertige Oberflächen habe. Das haben wir hier auch in der Feuerwache dementsprechend dargestellt, dass man das mal sehen kann, wie der Unterschied ist. Die Feuerwache ist das da drüben, ne? Genau. Ganz genau. Und das Beste ist aber, wenn man mal guckt, ich habe mich nicht dreckig gemacht. Ich kann auch weiter moderieren heute den Tag über hier bei den digitalen Werktagen 2023. Und ich sehe gerade, da ist eine Frage reingekommen. Da fragt jemand, ist das Ganze mit der Hand zu verarbeiten? Ja, das ist kein Problem. Das Material lässt sich auch per Hand verarbeiten, aber nicht auf nicht saugenden Untergründen. Stahlstützen oder auch Stahlflächen. Wir haben ja auch mit verschiedenen Möglichkeiten, was wir schützen können. Aber bei saugenden Untergründen, Beton und so weiter, ist es kein Problem, kann ich das Material auch per Hand auftragen, ohne Probleme. Also vielen Dank für diese Frage. Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie es gerne weiter in den Chat. Das gilt auch gleich für die weiteren Produkte und Stände, die wir Ihnen hier vorstellen auf den Knauf Werktagen. Jens, vielen Dank für diese tolle Demonstration. Danke, dass ich auch mal selbst mit anpacken durfte. Hat Spaß gemacht. Ja, danke auch für dich.